30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, Noch Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, herzlich willkommen zum Viertelfinal-Rückspiel zwischen Herbert Ziereis und Frédéric Gillian. Das Hinspiel war zäh. Wir haben tatsächlich ein paar Fische gesehen oder ein paar krumme Routen, aber am Ende keinen aufs Maßband gelegt. Das war das allererste Mal so im YouTube Predator Cup. Last match was the first time with no fish on the scale in the history of YouTube Predator Cup. You need the first time always. Yeah. Otherwise reverse. We knew that would happen someday. I didn't expect that with you guys because you guys are really good and experienced fishermen. Heute gibt es natürlich Fisch. Wir werden heute auf gar keinen Fall mit einem Münzwurf diese Partie beenden. Normalerweise ist am zweiten Tag immer derjenige Angler mit der Spotwahl dran, der hinten liegt. Heute haben wir niemanden, der hinten liegt. Deswegen haben wir uns entschieden, mit einem Münzwurf das auszubaldowern. Herbert, du hast den Münzwurf gewonnen und du kannst die erste Stelle vorgeben. Wir haben allerdings gesagt, sollte es nach 2 Stunden dort keinen Fisch geben, dann geht das Recht an Fred. Aber wir hoffen mal, dass das nicht passieren wird. We all hope that in the first 2 hours of Herbert we will have a fish and then get into the dynamic. And then, yeah, we will see who will make the race today between you guys. Dann hoffen wir das Beste. Fred, Let's go. yes. Heute ermitteln wir den Halbfinalgegner von Mark Paczowski. Dafür braucht es mindestens einen Fisch. Die 2 Angler machen sich auf den Weg zum Spot. Doch bereits vor dem ersten Wurf gibt es eine kleine Mission zu lösen. So, Herbert hat uns hier ein bisschen was eingebrockt. Wir müssen jetzt erstmal hier durch so eine ganz kleine Passage. Ich habe leider keine Warthose, aber wir werden es schon hinkriegen. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. Are you sure, Fred? Yes. Das ist okay, then. Slowly. Slowly. Oh yes. Okay. Good. Fred, super! Now I'm leading. Yeah. Okay, let's go. Okay, guys. It's on. Wir sind jetzt da in so einer klassischen Hafeneinfahrt oder Ausfahrt. Links und rechts ist eine Buhne und ich beackerte auf alle Fälle jetzt einmal die Hafeneinfahrt und versuche da einen Hecht zu fangen. Vielleicht auch ein großer Barsch oder so, aber mein Ziel ist auf alle Fälle einmal einen Hecht zu fangen. Dass wir jetzt auf alle Fälle einmal in der Partie einen Fisch sehen. Und ja, das versuche ich jetzt. Die Partie hat begonnen. Die allerersten Würfe haben beide nach draußen gemacht. Jetzt fischt Herbert im Kanal. Fred hat gerade gesehen, hier vorne ist ein Boot an der Spitze der Buhne und die haben Hecht gefangen. Herbert hat das nicht mitbekommen. Fred hat es gesehen und ist direkt an die Spitze gewatschelt und fischt jetzt dort, hat aber einen Hänger gehabt, muss jetzt neu montieren oder eine andere Route nehmen, eine montierte. Ja, ich glaube, heute kriegen wir einen Fisch. Yeah, this first spot is a good looking spot. A little bit of deep, the entrance of one harbor, so it's always good. Fish are coming in and out. And here we have a large shallow with probably pike and perch. So fish can come up and down. So yeah,
it's good looking and a large variety of spots. So for me the difficulty is to discover it and fishing with efficiency, you know. It's always getting fast into the game. But I'm confident I'm gonna catch one. So, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich einen Kameramann gefragt, ob er sich jetzt wetten traut mit mir. Und zwar, ich wette, dass ich in die nächsten Viertelstunde einen Hecht fange. Er wettet natürlich dagegen und jetzt schauen wir mal, wer recht hat. Fisch! Das sind jetzt zwar die ersten Punkte, aber ich hätte mir gewünscht, dass der ein bisschen größer ist. Weil jetzt darf natürlich wieder Fred anschaffen und jetzt weiß ich nicht, ob der hier bleibt oder nicht. Also, aber naja, wir nehmen ihn einmal. Und natürlich die 10 Euro vom Tim habe ich natürlich jetzt auch schon gewonnen. Das ist ein bisschen schneller gegangen, wie er geklappt hat. One. Vorne ist er nicht ganz dran, so ist er dran. Ja, 61. 61 Punkte, ich nehme es gern. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er größer gewesen ist. Okay. Geht doch. Anders als im Hinspiel gibt es einen schnellen ersten Fisch. Herbert holt sich 61 Punkte. Er geht in Führung. Nun darf Fred den Spot vorgeben. Fred, our cameraman just lost 10 euros, which will hit him hard because we pay very, very badly. No, honestly, Herbert told him that he was going to catch a pike within the next 15 minutes. He did. So he's poor now, the poor guy. And you can decide on the next spot. Do you want to stay here or do you want to leave? No, we're gonna move. We're gonna move now. Okay, I stop the clock. Yep. And we will go to your spot. Good. Let's do it. Okay, good. And yeah, I'm going to rethink. And by the time we are at the car and we start to drive, I'm gonna tell you where we go. Yeah, perfect. The whole mission to get on that island for one tiny pike. But at least we have a fish on the scale. I feel a bit like Gollum from Lord of the Rings. Oh, fucking deep. Yeah, sorry, Murti. Sorry, sound. Entschuldigt für den Platz, aber der hat jetzt sein müssen. Ne? Und unglücklicherweise ist gerade das Wasser am Steigen und wir haben jetzt gleich innerhalb von einer halben Stunde jetzt 10 cm mehr und 10 cm mehr, wo es ist natürlich schon sehr viel. Aber die Jungs haben das super gemeistert. Toni ist in Aktion. Für die Mädels der Zuschauer. Gott sei Dank keine Materialverluste. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was uns erwartet beim Freddy sein Spot. Herbert, I send you the link. Okay. It's 18 minutes. 80. Yeah, we drive less. I changed my idea.
Eine kurze Autofahrt. Fred möchte an einem nahegelegenen Fluss fischen. Natürlich hat er eine Strategie an dieser Stelle. Herbert, we start here, and then after we will go in the middle, and then after we will go on the other side. But we stay around, and then we take the car all the time. In this type of spot, what I'm searching is the heavy stream of the river, and here we have a kind of an opening, so it's making some backwaters, and you can see it. Maybe it's a little bit of clear and murky water, and I hope the zander to be in this line, using the murky water to chase and being active, but for the moment no bite, no evidence of fish, but we know they are there. This type of spot is producing all the time zander, so there's no reason, just need to be patient, focus, and it will happen. Erster Eindruck ist ja Hafeneinfahrt, Klassiker, Hafen ist drinnen, vorne und hinten vorne ein Bunnenkopf. Wir fischen Zuströmungsrichten, abgewandt, also eigentlich der totale Holland-Klassiker. Aber wie Fred vorhin gerade gesagt hat, sind solche Plätze immer wahnsinnig tidenabhängig. Das heißt, meine Ansagen beim Ablaufen, bei Ansagen beim Steigenden, ich bin eher dafür, für steigende Wasser ist besser. Aber da gibt es auch andere Ansichten davor. Aber ich bin mir sicher, dass man da einen Zander fangen kann. Ob wir ihn jetzt fangen, das weiß vielleicht der Fred. I lost it. It was there. Es sind jetzt 1 Stunde 20 vergangen an Freds Spot. Gerade eben gab es ja nicht den ersten Fischkontakt, aber den ersten Nachläufer. Da kam ein Hecht in vernünftiger Größe hinter Freds Köder her. Das Wasser ist aber relativ trüb. Er hat ihn erst ganz spät gesehen. Köder kam schon aus dem Wasser raus. Und ja, da hat er sich ein bisschen geärgert. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass der nächste Fisch bald folgt. Yes. You catch my bike? Yes. Good job. Okay, jetzt was gemein. Das war jetzt richtig gemein. Freddy hat nämlich den Kontakt, hat ihn schon mal gesehen, den Hecht. Das war genau der gleiche, hat er beschrieben. Der war auf ihm den Köder schon los und dann haben wir gedacht, naja, jetzt tue ich mal einen Hechtköder hin und jetzt hat er gerade einen Köderwechsel gemacht und dann haben wir gedacht, jetzt lupfe ich ihm den vor ihm hin und er hat ihn genommen. Ich würde mal sagen, so 76 cm ungefähr. Aber wir werden es gleich sehen, wie viel das er hat. Ja,
76, oder? Ja. Gut. Ein Englischprofi wird vermutlich nicht mehr aus ihm. Aber was für ein ausgekochter Wettkampfangler dieser Herbert Ziereis ist. Nach Freds Nachläufer montiert Herbert blitzschnell einen Hechtköder und als Fred eine andere Stelle anwirft, schlänzt er genau dorthin, wo der Nachläufer zu sehen war. 76 Zentimeter. Dieser Fisch hätte Fred zur Führung gereicht, doch so gibt es weitere Zähler für den Mann aus Bayern. So Fred, I will translate what he said in German. He said that that was a bit mean because he saw your pike coming up and he put on a pike lure. Yeah. And so now he got it. I think it was your pike probably. Yes. And yeah, he doesn't make the impression to feel too sorry, I have to say. That's the game. I should have changed myself to a pike gear, but I didn't. I tried to insist with short cast a few times, and he didn't come back. So I said to myself, okay, now he's spooked, and maybe he disappeared. But he didn't. No, My fault. Should be more too bad. careful. Keep it up, plenty of time. Yeah, yeah. Fred, I'm sorry. Ah, he's sorry now. He is sorry. I'm not sure. So we're gonna make a last cast, and we're gonna move because I don't see the activity coming up here. So we have been insisting long enough, and now I want to see another type of spot and try to catch up maybe with pike potentially. We'll see. So last cast air. Let's go. Hey Jungs. Mahlzeit! Herbie, du hast schon zugeschlagen. Ich glaube nicht. Immer Fans, überall wo man hinkommt sind Fans. Klar. The odd spot. Schon wissen, wer mein Gegner ist. So, wir fahren jetzt am Polder, hat der Fred gesagt. Okay. Schauen wir mal, ob es da eine Hechte gibt. Und hoffentlich fangen da ich auch an. Wir sind jetzt an einem Polder angekommen, an dem ich auch nicht zum ersten Mal bin in diesem Turnier. Es ist natürlich klar, weshalb Fred hier hingefahren ist. Er liegt mit 2 Hechten hinten. Hier am Polder hat er die Möglichkeit, Hechte aufzuholen. Gleichzeitig verhindert er, dass Herbert hier Barsche und Zander fängt. Soweit ich weiß, sind hier keine drin. Und klar, hier kann Herbert natürlich auch noch 2 weitere Hechte fangen, allerdings nur 2. Dann braucht er andere Fischarten. Und Fred wiederum kann hier noch 4 Fische fangen. Also finde ich nachvollziehbar, dass er hier hingefahren ist. Es ist schon wieder soweit. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Dieses Jahr haben wir erstmalig spezielle Weihnachtsangebote für euch vorbereitet. Und weil Weihnachten das Fest des Schenkens ist, gibt es auch von uns etwas geschenkt. Eine speziell angefertigte, limitierte Weihnachtsbox mit Angelprodukten und Süßigkeiten im Wert von über 100 € gibt es bereits ab 79,99 €. Und auch die 4 Gutscheinvarianten bekommt ihr im Hinblick auf Weihnachten ausnahmsweise zum Spezialpreis. Es gibt den 50 € Gutschein für 45 €, 100 für 90, 150 für 135 und den 200 € Gutschein bereits für 180 Flocken. Diese Produkte sind garantiert eine große Freude für jeden Raubfischangler. So wird das sicher ein schönes Fest.
Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So this year we made together with Klaas Schwarzonker for Abu the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerkbait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action, so if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action and the pikes really love it. It comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it. Frédéric Julien nun also auf Poldermission, auch kein alltägliches Bild. Mal sehen, ob er Herberts Führung bereits am ersten Spot kontern kann. Oh, das ist gar kein Hecht mehr. Leck mich am Arsch, dieser Rapfen. Scheiße. Jetzt hätte ich mir gedacht, super, ein schöner Hecht. Haben bis zum Schluss eigentlich gar nicht erkannt, dass dieser andere Fisch ist. Aber die hauen sich auch was weg. Fred geht weiter, du kannst aber auch hier weiter fischen, wenn du möchtest. Zeit. Jetzt warte die Rapfen, aber ich brauche keinen Rapfen, ich brauche einen Hecht. Beim Einkurbeln knallt der nächste Rapfen auf Herberts Köder. Nach dem Zurücksetzen macht er sich aber schnell auf die Socken, um an Fred dran zu bleiben, denn er möchte ihm absolut keinen Spot überlassen. So again, new spot, same procedure. We struggle to ask for Herbert, so thanks God it was not too pike, but nothing for me. So we keep hammering small polders inside the city, and let's see if we can find something. If I can find something.
Na, vor lauter Action habe ich da einen riesen Knoten drin, aber im Eifer des Gefechts kann ich das jetzt nicht ändern. Wer mal so einen Schnurverlust hat, sowas schmeißt man auf keinen Fall weg, weil lauter Enten oder andere Viecher können sich da drin natürlich verfangen, also niemals wegschmeißen. Freds Plan am Polder scheint hier nicht aufzugehen. Jeder hatte einen Kontakt, wahrscheinlich echt, aber es können auch Rapfen gewesen sein. Herbert hat uns das gezeigt, dass davon auch schöne Exemplare hier drin sind. Ja, ich bin gespannt, was er als nächstes machen wird. Es hat sich schon so ein bisschen angehört, als wolle er hier bald weg. Wir sind auch einmal rum, also wir haben jetzt auch alle Spots abgefischt. Und mal gucken, was er als nächstes ausheckt. Fred bleibt beim Polderfischen. 5 Minuten Autofahrt und schon werden die nächsten städtischen Flachwasser beackert. Herbert ist trotz Führung nicht glücklich. Scheißdrecke. 3 Kontakte, 3. Und alle fallen runter mit den kleinen Chatterbäcker. Herbert ist On fire. on fire. Voll Also ich on würde sagen, fire. er liegt relativ komfortabel in Führung, Ja. aber dennoch, das merkt man ihm überhaupt nicht an. Also es macht einen sehr, sehr nervösen und aufgeregten Eindruck. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt in 5 Minuten 3 Kontakte und es bleibt keiner mehr hängen. Wenn einmal einer hängen bleiben darf, dann war das für mich natürlich auch komfortabler. Und Klar, der Wind kann sich schnell drehen, aber noch liegst du mit 2 Fischen vorne. ja, du redest dich da immer leicht. Also, Ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt, weil wir hier alle, oder es kann so wirken, dass es hier so ein bisschen gemütlich vor sich hingeht. Das ist absolut nicht der Fall. Also die Konzentration ist hoch, die Anspannung ist hoch. kannst du dir vorstellen. Wir sind jetzt wieder an einem anderen Polder und zwar an einem, den Fred aus dem Auto heraus gespottet hat. Er ist hier einfach ein bisschen rumgefahren, hat vorher auf der Map gesehen, dass hier viele Gewässer sind, in denen man fischen darf vom Fispers aus und hat dann aus dem Auto geguckt, ob ihm die Wasserfarbe gefällt, die Trübung. Hat jetzt hier gestoppt und mal gucken, was passiert. Wir haben noch so ungefähr 3 Stunden. Die Transportzeit, also die Spotwechselzeit für Fred ist vorbei. Wenn kein Führungswechsel mehr erfolgt, dann hören wir um 19:47 Uhr auf. Aber es sind nur 2 Fische, es kann ganz schnell gehen. Fred, what are we going to do now? So we're gonna finish a few casts here in a small lake, and I think I'm gonna now completely change the strategy because I need at least 2 fish, but zander could be good. So I'm gonna study some of the spots I have in zander fishing, and potentially we're gonna change strategy and go back to zander now. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in the fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money.
I lost a fish again. The story of my life for 2 days. Catching and losing the fish. Probably in a good sized perch, but not sure. Eine halbe Stunde lang ist nichts passiert an Freds mutmaßlich letzter Stelle. Jetzt hat er einen Fisch drauf. Ich denke, es war ein Barsch. Ist völlig egal, was für eine Fischart. 2 Fische können ihm reichen. 2 Zander, 2 Barsche gemischt, was auch immer, ein Hecht. Es ist witzig zu verfolgen, wenn Fred in irgendeiner Weise sich bewegt, die Stelle wechselt. Herbert weicht ihm nicht von der Seite. Richtiger Terrier. Zum Teil, glaube ich, geht es Fred ein bisschen auf die Nerven. Ich musste auch als Schiedsrichter hier und da schon mal darauf hinweisen, dass bitte die 3 Meter Abstand eingehalten werden. Vor allem an Spots, wo das auch wirklich möglich ist. Auf einer Buhne, an einem Buhnenkopf geht das manchmal nicht 100%. Da muss man halt einfach schauen, dass beide Angler vernünftig werfen können. Aber hier an so einem weitläufigen Spot ja, kann man schon ein bisschen Abstand halten. Da musste ich Herbie 1-2 Mal zurückpfeifen. Aber er ist wirklich im Terrier-Modus. Und mal gucken, ich hoffe, dass Fred noch einen Fisch bekommt und es nochmal richtig spannend wird. Man trauert immer die verlorenen Fische noch. Wenn da jetzt einer hängen geblieben war von den Hechten, dann da ich die 50 Minuten jetzt ganz easy mal anschauen. Und so, 2 Fische sind gleich gefangen. Muss ich warten bis zum Schluss. Es laufen die letzten 5 Minuten. Fred hatte noch mal 2 Bisse. Sonst passiert wenig, außer dass Herbert mich die ganze Zeit fragt, wie viel Zeit noch ist. Also wirklich alle 3 Minuten. Der Mann ist immer noch richtig aufgeregt. Macht ihn nicht unsympathischer. Er nimmt das hier wahnsinnig ernst, will unbedingt weiterkommen. Das haben wir heute den ganzen Tag gespürt. Und so eine Charaktere braucht so ein Turnier natürlich. Das ist natürlich eine geile Sache, dass alle dieses Turnier wirklich richtig ernst nehmen und um jeden Preis gewinnen wollen. Nicht um jeden Preis, aber um einen hohen Preis. Five. And it's over. Ja, ja, ja! Saugeil. Good job. Ah, bester Brett. Richtig scheiß Fischen, aber ein gutes Ende. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ab und zu muss man nicht viel fangen und gewinnt trotzdem. Kann es auch geben. Wahnsinn. So spannend. Bis zum Schluss. Immer hofft man, dass der andere ja keinen Fisch nicht fängt. Und das hat den ganzen Nachmittag so dahingegangen mit Phasen, er gerade noch einen Fisch verloren und alles. Also, da geht es rauf, runter, Emotionen pur, man kann sich das nicht vorstellen. Wenn man da mal mitgefischt hat, und das ist Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut euch. The end of 2 very, very hard days. I don't understand. I mean, street fishing. The day before we didn't really hammer the place, but we get the fish. I lost them, so that's anyway not acceptable at this level. And every mistake you make in a competition, in a tournament, it's, you pay it at the end. So to win, you need to enter every fish, and I was not able to do that. And also I was not able to really find the fish on my fishing time. So, and Herbert did well on his time this morning, catching a very fast 1 fish, and then being faster than me on my pike in my feet. So congratulations, he's a very avid competitor. So
good job. But I'll be there next year and try to pass this round, because this quarter-final, it's always a mess for me. But I will make it. Bye, guys. Fred hat es angesprochen, die beiden hatten wirklich 2 richtig taffe Angeltage, ganz, ganz schweres Fischen. Herbert Ziereis setzt sich durch, steht im Halbfinale und braucht nur noch 2 Siege für den ganz großen Wurf. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video trotz der wenigen Fische gefallen hat, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt für die Spannung, die diese Partie mit sich gebracht hat. Schreibt gerne was unten in die Kommentare rein und am allerwichtigsten natürlich den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr auf gar keinen Fall die nächste Partie verpasst. Macht's gut, ciao. Das war's mit den Viertelfinalpartien. In den nächsten beiden Wochen seht ihr die Halbfinalduelle zwischen Enrico Di Ventura und Veit Wilde. In den beiden Wochen darauf die Matches zwischen Mark Pachowski und Herbert Ziereis. Und danach auch schon die Finalsendungen. Ciao!